Moin und herzlich willkommen bei der Firma Berotec. In diesem Video möchten wir euch unseren Kettenöler vorstellen, was im Lieferumfang enthalten ist und ja, wie die einzelnen Komponenten so zusammenarbeiten. So sollte eigentlich der Kettenöler bei euch aussehen, wenn ihr ihn erhalten oder gekauft habt. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Rückseite. Da sieht man hier einmal, für welche Variante ihr euch entschieden habt, Standard oder Landstrecke. Auf der linken Seite haben wir noch ein kurzes Übersichtsschema, wie auch die einzelnen Komponenten dann installiert werden bzw. verbunden sind. Aber dann legen wir mal direkt los, entfernen hier die Verpackung und machen mal den Karton auf. Dann kommt uns als erstes hier das Benutzerhandbuch entgegen, mehrsprachig und alles sehr detailliert beschrieben. Natürlich wichtige Sachen, bevor ihr mit dem Einbau loslegt, sollte man da sich das durchlesen. Auf der letzten Seite, da möchte ich noch kurz darauf hinweisen, haben wir so eine Störungssuche, die häufigsten Probleme, die wir von unseren Kunden zurückgemeldet bekommen haben. Genau, mit Lösungsmaßnahmen. Das noch als kleiner Hinweis. Soweit zum Benutzerhandbuch. Dann geht es weiter. Hier auf der rechten Seite haben wir direkt ein Kettenöl mit drin, 250 Milliliter. Wird häufig gefragt, aber das ist direkt im Lieferumfang enthalten. Und auf der linken Seite sehen wir dann den Öltank, zentraler Bestandteil natürlich von unserem Kettenschmiersystem, dem Kettenöler. Das ist jetzt der 60 Milliliter Tank. Das gibt es natürlich auch in der Langstreckenvariante 120 Milliliter. Zeige ich euch mal kurz zum Vergleich, also wie so der Größenunterschied ist. Da haben wir in der Produktbeschreibung, also auf der Kettenöler-Seite, gibt es auch noch die genauen Abmaße zu, falls das jemanden interessiert. Ja, aber das ist auf jeden Fall unsere Standardvariante. Dann machen wir mal weiter hier mit dem sogenannten Kleinteilepaket. Da ist, wie der Name schon sagt, sind einige Kleinteile drin. Das versuche ich jetzt hier mal rauszuholen. Einmal haben wir hier den Schraubenzieher, den kann man benutzen, um hier an der Steuereinheit die Stufen zu verändern, also die Auftragsmenge. Den kann man sich dann einfach ins Bordwerkzeug mit reinschmeißen. Dann haben wir einen Schaumstoff mit einer Kleberückseite. Den verwenden wir oder kann man an verschiedenen Stellen verwenden, wo einfach Komponenten vom Kettenöler irgendwie am Rahmen vom Motorrad anliegen oder so. Zum Beispiel hier am Tank machen wir das öfter dran, wenn es ans Motorrad dran gespannt wird mit einem Kabelbinder. Das ist einfach zum Schutz. Oder auch hier an diesem Winkel, der ist fürs Dosierventil, da kann man den auch irgendwie anbringen, innen oder außen, wie gesagt, um den Rahmen vom Motorrad zu schützen. Dann haben wir hier als nächste Komponente so 3 Schlauchhalter, die haben auf der Rückseite auch so einen Klebestreifen und ja, sind aus Kunststoff. 3 Stück, die bringen wir häufig direkt an der Schwinge an, um dann die Ölleitung da drin zu verlegen. Die kann man dann hier so einklipsen. Und dann kann man die Ölleitung ja, sauber verlegen. Dann ein weiteres wichtiges Bauteil ist dieser Auftragsdüsenhalter. Der ist aus Aluminium mit einer Klemmschraube, also so zweiteilig. Und auf der Rückseite auch nochmal so ein Klebepad. Den kann man dann lösen, die Auftragsdüse da einlegen, festschrauben, dann ist die geklemmt. Und dann kann man die Auftragsdüse ausrichten. Gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein. Das ist der Auftragsdüsenhalter. Alternativ gibt es noch diesen Aluhalter, wenn man schon eine Schraube hat, irgendwie am Kettenschutz oder so, kann man diesen Halter da unterlegen und dann hier in diesen Teil die Auftragsdüse durchstecken und das dann so befestigen. Verwenden auch einige Kunden. Genau, dann 2 kleine M4-Schrauben sind noch mit dabei. Die sind für diesen Halter, um hier nachher das Dosierventil zu befestigen. Seht ihr hier 2 Gewindegänge. Können dann hier angebracht werden. Dafür sind diese 2 Schrauben da. Und dann haben wir hier noch den Halter für unseren Regenschalter. Der kann hier vorne reingesteckt werden, der Regenschalter. Und das kann dann auch irgendwo unterlegt werden, zum Beispiel jetzt an der Armatur, an der Klemmung vom Spiegel. Und dann kann man sich vorne, also im Lenker und halt in Griffweite vom Daumen zum Beispiel, dann den Regenschalter platzieren. Das ist dann noch die Mutter. Und eine Sicherungsscheibe auch für den Regenschalter. Das kommt auf die andere Seite dann quasi, damit wird der Regenschalter befestigt. So, dann machen wir mal weiter mit dem Dosierventil. Dosierventil oder Magnetventil. Ja, so sieht das aus.
Wir haben hier eine Durchflussrichtung gekennzeichnet, wie das Öl fließen soll. Also entweder ist das hier vorne drauf oder hier unten mit einem Aufkleber. Und das legt dann auch schon fest, wie unsere Komponenten installiert werden. Also hier auf der linken Seite wäre jetzt der Öltank und das Öl fließt dann in diese Richtung natürlich hier durch, wie der Pfeil es anzeigt. Und auf die andere Seite hier rechts wäre dann die Auftragsdüse anzubringen. Das Dosierventil hat hier so einen 2-Pin-Stecker und der wird dann an der Steuereinheit angeschlossen. Dann machen wir gleich mal mit der Steuereinheit weiter. Das ist das Gegenstück dazu. 2-Pin-Stecker, die reingesteckt und dann versiegelt. Ist auch ein Dichtring drin, dass das wassergeschützt ist. Und so sieht dann unsere Steuereinheit aus. Einmal kurz in die Kamera halten. Wie gesagt, hier vorne kann man dann die Ölmenge einstellen. Und dann haben wir hinten noch ein paar Kabel dran, die ich erkläre. Das ist einmal unsere 12-Volt-Leitung, die man an die Batterie anschließen sollte. Das ist die Masseleitung, kommt auch an die Batterie. Und dann haben wir noch unsere Leitung für den Schaltstrom. Also wir wollen ja, dass der Kettenöler nur läuft, wenn die Zündung auch an ist. Und dazu ist diese Schaltstromleitung da, dass der Kettenöler erst geschaltet wird, wenn die Zündung angemacht wird. Das ist die Schaltstromleitung. Dann haben wir hier, wie gesagt, einmal den Anschluss vom Dosierventil, was ich gerade gesagt habe. Und dann einmal ein 3-Pin-Stecker. Da kommt unser Regenschalter dran. Das ist unsere nächste Komponente hier. Sehen wir das Gegenstück dazu. So ein Regenschalter und dann, wie gesagt, kann der mit dem Halteblech hier befestigt werden. So, weiter geht's mit dem Befüllstutzen. Das ist also auch ein Schlauchstück hier unten mit so einem T-Verbinder und dieses Stück wird eingepflegt zwischen dem Tank und dem Dosierventil. Da wird halt, je nachdem wie das für den Fahrer angebracht ist, wird die Leitung einmal gekappt und dann wird hier dieses T-Stück eingesetzt. Und auf der anderen Seite haben wir dann so einen Verschlussstopfen, den kann man lösen mit Druck auf diesen schwarzen Ring, kann man den abziehen und darüber kann das ganze System dann befüllt werden. Das wäre noch der nächste Schritt, hier die die Befüllspritze, die kann man hier einfach oben an unserer Flasche einstecken, dann mit Öl aufziehen, das lasse ich jetzt hier mal bleiben, damit es keine Sauerei gibt und dann hier einstecken, befüllen das Ganze. Spritze wieder abziehen, Stopfen drauf, ja, und so habt ihr euren Kettenöler befüllt. Genau, Befüllspritze. Und dann kommen wir noch zur Auftragsdüse. Das ist jetzt die einfache Auftragsdüse, die ihr euch an eurem Motorrad installiert. Dann, wie gesagt, diese Leitung, da könnt ihr zum Beispiel diese Schlauchhalter, die ich anfangs genannt habe, verwenden, um das zu platzieren. Diese Leitung wird in der Regel natürlich gekürzt, also ihr verlegt die am Motorrad bis dann zu eurem Dosierventil und könnt ihr dann noch entsprechend kürzen, dass das keine Überlänge hat. Und genau, die Auftragsdüse kann dann zum Beispiel hier in diesen Düsenhalter reingesteckt werden, geklemmt werden und dann könnt ihr die in die gewünschte Position biegen, also zu eurem Kettenblatt hin oder Ritzel, je nachdem wie ihr das braucht. Das ist so ein Kupferkapillarrohr, was gebogen werden kann. Soll natürlich nicht geknickt werden, weil sonst kein Durchfluss mehr da ist. Aber wie gesagt, das ist so gut biegbar auf jeden Fall. Genau, das ist noch der Halter, den habe ich ja vorhin bereits erwähnt. Zeige ich vielleicht noch mal kurz am Dosierventil. Wie gesagt, wir haben hier 2 Gewindebohrungen drin. Da kann dann dieser Halter angebracht werden und dann kann man hierüber mit Kabelbinder oder Schrauben diesen Halter am Motorrad dann direkt befestigen. Zu guter Letzt haben wir hier unten noch ein paar Kabelbinder drin. Kabelbinder sind ja selbsterklärend, die könnt ihr für irgendwelche Komponenten oder die gewünschten Komponenten benutzen, um sie am Motorrad zu befestigen. Das wäre jetzt mal der Lieferumfang vom Standard Kettenöler-Set. Ich würde jetzt gerne noch 3 Zubehörteile präsentieren, die häufig dazu gekauft werden und die wir sehr hilfreich finden. Aber wie gesagt, das sind Zubehörteile, also die ihr extra kaufen könnt. Da ist einmal dieser Hitzeschutzschlauch, wie der Name schon sagt, schützt er vor Hitze. Aber nicht nur. Ich nehme jetzt mal diesen Befüllstutzen hier. Also wenn ihr euch jetzt diesen Schlauch oder auch von der Auftragsdüse das am Motorrad befestigt habt, dann gibt es auch Leute, die das rein optisch irgendwie nicht so schön hinbekommen haben und sagen, das stört sie ein bisschen. Dann kann man einfach diesen Schlauch hier drüber ziehen.
dann ist der Schlauch, der vorher transparent war, schwarz. Also das ist einmal eine optische Frage. Das haben wir selber auch schon so verbaut. Einfach sieht schöner aus in schwarz. Das machen manche Leute. Dann, wie bereits gesagt, schützt der vor Hitze, dieser Schlauch, und auch vor mechanischer Belastung. Das ist noch so die dritte Funktion. Es gibt ja manchmal Stellen am Motorrad, wenn man das über so eine Kante legen muss, diesen Schlauch, dass dann einfach, ja, um diesen Ölschlauch noch weiter zu schützen, kann man auch diesen Hitzeschutzschlauch da anbringen. Weiteres Zubehörprodukt, was sehr häufig gekauft wird, ist diese variable Tankentlüftung. Das ist auch, was wir häufig verwenden, gerade in unseren Enduros. Das erkläre ich auch noch kurz, was das für einen Sinn und Zweck hat. Dazu schauen wir uns noch einmal den Tank an. Wir haben hier unten, dieses Teil ist ja der Austritt, der Richtung Dosierventil geht, also wo das Öl rausfließt. Und hier oben haben wir eine Entlüftung. Wenn Öl rausfließt, muss natürlich Luft nachkommen, sonst hätten wir einen Unterdruck. Und diese Entlüftung hier oben, je nachdem wie der Tank verbaut oder installiert ist und wie viel Bewegung auch im Motorrad ist, kann es hier oben einfach so ein bisschen leicht Öl rausschwitzen. Und um das zu verhindern, kann man eben die variable Tankentlüftung einsetzen. Das kann man einfach mit diesem 8er Schlüssel machen, diese Entlüftung rausdrehen. Und dann nehmen wir hier von dieser variablen Tankentlüftung diesen Anschluss, auch mit einem Druck auf diesen schwarzen Ring. Kann man den Schlauch entriegeln. Und dann sehen wir, hier unten ist ein O-Ring drin. Da müsst ihr darauf achten, dass der beim Einbau nicht beschädigt wird, sonst dichtet er natürlich nicht. Und dann könnt ihr ihn einfach hier einsetzen. Und mit einem 2er Imbus ist hier drinnen ein Innensechskant in diesem Anschluss. Könnt ihr den reinstecken und dann gerade so mit 2 Fingern leicht anziehen. Der braucht wirklich nicht viel Kraft. Dann könnt ihr wieder die variable Tankentlüftung hier oben anschließen und dann dieses Entlüftungsende einfach am Motorrad irgendwo verlegen, wie das für euch am besten passt. Das ist so, ja, unser häufig gekauftes Zusatzprodukt und das fanden wir auch oft geschickt, gerade wenn so eine Enduro, die liegt ja oft mal auf der Seite, dass da einfach nicht so viel Öl hinten austritt, kann man das noch verwenden. Und der dritte, das dritte Zubehörteil, was ich vorstellen möchte, ist dieser Sicherungsabzweiger. Das ist jetzt die 10 Ampere Variante, das haben wir in verschiedenen Ampere-Versionen oder Varianten. Ihr habt ja an eurem Motorrad einen Sicherungskasten und wenn ihr jetzt einen Platz sucht oder eine gute Anschlussmöglichkeit für die 12-Volt-Leitung eures Kettenölers, das ist diese schwarz-weiße, die ich am Anfang gezeigt habe. Also wenn ihr überlegt, wie ihr das am besten anschließen könnt, diese geschaltete Leitung, könnt ihr im Sicherungskasten einfach eine 10 Ampere Sicherung ersetzen, also die natürlich auch geschaltet ist. Und den habt ihr hier integriert, eure 10 Ampere Sicherung, aber zusätzlich noch diesen Abzweiger. Und schon habt ihr eine gesicherte, geschaltete 12-Volt Leitung hergestellt und könnt euren Kettenöler hier anschließen. Das wären so die relevantesten Zubehörteile, die häufig, wie gesagt, gekauft werden und die wir auch sehr hilfreich finden. Ja, ich hoffe, das Video war informativ für euch. Wir konnten einige Fragen beantworten und vor allem seht ihr mal, was alles in dem Set enthalten ist. Falls ihr Fragen habt, natürlich zur Funktionsweise oder zu einzelnen Teilen, könnt ihr uns gerne schreiben oder einfach einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Video mit euch. Auf Wiedersehen!